Wenn du leidenschaftlich an dir selbst arbeiten möchtest, bestimmte Ziele hast und diese auch erreichen möchtest, gibt es eine wichtige Regel. Du musst an deiner Selbstdisziplin arbeiten. Denn ohne Disziplin im Allgemeinen ist es sehr schwierig, irgendein Ziel zu erreichen, geschweige denn ohne Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist notwendig, damit du wirklich deine kurz- und langfristigen Ziele erreichen kannst. Hier meine 7 Ratschläge, wie du an deiner Selbstdisziplin arbeiten kannst. Los geht's. Erstens, Selbstdisziplin ist etwas anderes als Allgemeindisziplin. Denn Disziplin ist in der Regel verknüpft mit einer Aufsichtsperson. Man hat vielleicht einen Chef, da sind die Eltern oder halt einfach irgendeine zweite oder dritte Person, die einen überwacht. Und in dessen Kontrolle arbeitet man diszipliniert. Selbstdisziplin ist unabhängig von diesen Personen. Du selbst mit dir allein überwachst dich selber. Die einzige überwachende Instanz in diesem ganzen Szenario bist du selber und dein Versprechen dir selbst gegenüber. Motiviere dich selbst. Erinnere dich, falls du merkst, dir geht die Puste aus, du verlierst die Ausdauer, an dein Versprechen, die du dir selber gemacht hast. Ich möchte XY erreichen. Führe dir das täglich, andauernd vor dir auf. Mein zweiter Ratschlag ist etwas tricky. Versuche deine Belohnungen, wenn du Zwischenschritte oder Ziele erreichst, so weit wie möglich hinauszuzögern. Das ist jetzt im Vornherein etwas schwierig zu messen, zu skalieren oder den Erfolg zu garantieren. Es ist ein Prozess und während des Prozesses wird man erst dessen bewusst. Nehmen wir an, du trainierst. Du sagst, heute möchte ich 20, 100, 200 Kilo heben, wie auch immer. Gebe dir eine Trinkpause beispielsweise erst nach 20 Kilo, nach 50 Kilo oder erst wenn du ein Zwischenziel, wenn du beispielsweise die 100 Kilo erreichen möchtest, bei einem Zwischenziel von 70 Kilo, bei 80 Kilo und nicht erst nach der ersten Einheit, nach dem ersten Satz bei 20 Kilo. Versuch dir kleinere, einfache Belohnungen so weit wie möglich hinauszögernd zu geben. Die Sache ist nämlich, wenn du dich zu früh belohnst, kann es nämlich sein, dass du dein Endziel gar nicht erreichst, weil du ja schon vorher dich mit kleineren Belohnungen befriedigt hast. Ratschlag Nummer 3. Warte nicht, bis du erst richtig in der Stimmung bist. Denn um ehrlich zu sagen, ist man nie so richtig 100% in Stimmung. Selbstdisziplin hat was damit zu tun, dass man im Prozess der Arbeit, der Tätigkeit lernt, sich in diese Stimmung zu bringen. Versuche dir nicht genug Zeit zu geben, bis du glaubst, dass du bereit bist. Bis du die richtige Stimmung hast, bis das Ambiente in diesem Raum passt, bis die richtigen Düfte sind oder so. Versuch einfach direkt anzufangen und dich selbst in diese Motivation hinaufzusteigern. 4. Skaliere deine Ziele richtig und mache sie erreichbar. Das ist ein häufiger Fehler. Man setzt sich Ziele, die gar nicht erreichbar sind. Und das führt dann dazu, dass man an Motivation verliert. Dass Zwischenbelohnungen gar nicht mehr befriedigend genug sind, weil man merkt, dass man das Endziel nicht erreichen wird. Wenn deine Kraft nur ausreichend ist für 100 Kilo, macht es keinen Sinn, dir 200 Kilo für diesen Tag zu setzen. Mach es zu 110, am nächsten Tag vielleicht zu 120, wie auch immer. Aber skaliere deine Zwischenergebnisse, deine Ziele richtig. Die größte Demotivation ist das Nicht-Erreichen eines Ziels. Auch das ist ein Prozess. Wenn du merkst, du schaffst es nicht, deine täglichen Ziele zu erreichen, musst du auf diese Erfahrung aufbauen. Es gibt zu dieser Thematik 2 wichtige Regeln. Zum einen, halbiere die Hälfte deiner Ziele. Du hast es dir vorgenommen, 100 Seiten zu lesen, halbiere es auf 50 und halbiere sie dann nochmal, sodass du auf täglich 25 Seiten kommst. 100 Seiten jeden Tag zu erreichen, ist fast unmöglich. Die zweite Regel ist die von Warren Buffetts 25-5-Regel. Er sagt, versuche die Ziele, die du unbedingt erreichen möchtest, auf 25 zu differenzieren. Nun schaue dir diese Liste an von diesen 25 Zielen und streiche alle 20. Lasse nur noch die ersten 5 übrig. Priorisiere also deine Ziele und arbeite ab da an nur für diese 5 Ziele. Und wie gesagt, halbiere die Hälfte deiner Erwartungen. 5.
Darauf gehe ich mittlerweile schon etwas häufiger ein. Versucht euch Routinen zu erarbeiten. Eure täglichen Routinen werden eure Wochen und Monaten prägen. Diese Monate werden eure Jahre prägen. Diese Jahre werden euer Leben prägen. Kleine Routinen sind extrem wichtig. Diese Routinen werden nämlich zu Gewohnheiten und aus Gewohnheiten wird sich euer Charakter formen. Es ist besser, kleine, beständige Routinen aufzubauen, als große Ziele, bei dessen Nicht-Erreichen ihr euch demotiviert. Selbstdisziplin hat auch etwas damit zu tun, auf welche Art und Weise wir uns Ziele setzen. Damit kommen wir zu 6. Setze dir langfristige Ziele, nicht nur kurzfristige. Ein Ziel, das etwas weiter hinaus in der Zeit ist, wird dich motivieren, auch täglich daran zu arbeiten. Wenn das Ziel nur eine Woche weit entfernt ist, ist es eher ein Aushalten, bis man dieses Ziel erreicht hat. Wenn ich weiß, nächste Woche ist der ganze Stress vorbei, dann ist es eigentlich keine Selbstdisziplin. Langfristige Ziele, sagen wir so 3 bis 5 Jahre, werden euch langfristiger auch motivieren. Versucht, eure täglichen Aktionen an diese langfristigen Ziele auch zu knüpfen. Das, was du jetzt und heute in diesem Moment machst, hat es eine Auswirkung auf dein langfristiges Ziel. 7. Versuche, dir eine eigene Rechenschaftsperson oder Community oder imaginäre, fiktive Person aufzubauen. Was heißt das? Beispielsweise, meine YouTube-Community, die ich ja eigentlich nicht persönlich kenne, motiviert mich dazu, dass ich tatsächlich jede Woche Videos produziere. Diese Verantwortung der Community gegenüber zwingt mich, produktiv zu bleiben, zwingt mich, beständig zu bleiben, weiterhin an meinem langfristigen Ziel zu arbeiten. Ich trage damit eine Verantwortung gegenüber der Community. Damit verpflichte ich mich nicht nur euch gegenüber, diese Kontinuität beizubehalten, sondern auch mir selbst gegenüber. Ich habe ein Versprechen gemacht, mir selbst gegenüber, täglich oder wöchentlich Videos zu produzieren und ich muss mir meinetwegen, meiner eigenen Wertschätzung wegen, mich daran halten. Ich schließe ab mit einem Zitat von Dalai Lama. Er sagt, ein diszipliniertes Mindset führt zu Glück, Glückseligkeit. Ein undiszipliniertes Mindset führt zum Leid. Schätzt euch also selbst wert, diszipliniert euch selbst und erreicht somit ein Level der Glückseligkeit, auch wenn es am Anfang etwas schwierig klingt. Euer Feedback, Kommentar und ein Abo sind meine Motivationen und meine Belohnungen für die Zwischenschritte, die ich mir vorgenommen habe. Lasst also gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.